Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren kleinen Runde SCP Secret Files. Haben wir letzten Sonntag mal gespielt und ja, okay, das kann ich dann voll und ganz verstehen. Wird es dann hingestellt, Wolf, oder dann trotzdem direkt Übergabe? Okay, nichtsdestotrotz, wunderschön. Ne? Wir spielen hier weiter und ich bin mal gespannt, was hier noch für Geschichten auf uns lauern. Ne? Ja, da wird das ignoriert. Ja, Luigi wird ja auch ignoriert, das stimmt. Ja. Ah ja, stimmt, weil... The black box has been properly contained at Site 105 and pending further investigation. Above is the full record of the inquiry. Da sind wir zum Schluss stehen geblieben. Wir haben uns das Ganze angeguckt, haben es hier noch rübergezogen. Und das war sehr viel Krams. Ein Euklid. Ich lese das jetzt aber hier nicht vor, ne? Vor allem interessant, dass das Ganze halt ein Text ist und man versucht, diesen Text noch einzudämmen, aber man schafft es halt durch das Internet nicht. Allein auf die Idee zu kommen. Okay, wir senden das Ganze nochmal. Okay, wir haben es gesendet. So, wir sind jetzt hier nochmal an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, lief alles reibungslos, jetzt sind das die Archive. Ich war erst etwas verwirrt, aber das Gefühl hat sich schnell gelegt. Gut. Okay, jetzt kommt das typische Dissen hier, ne? Ich muss zugeben, dass du nicht schlechter bist, als ich erwartet habe. Wie wäre es mit einem Taco-Abend zur Feier? Also, benutzt du wirklich ein Lebewesen als Eindämmungswerkzeug für anormale Objekte? Das war ja die Frau, ne? Die war die Blackbox. Ey, MIT-Bursche. Ich habe schon viele großartige Agenten im Außendienst gesehen. Gent Anderson vor allem, ne? Sie sind jederzeit bereit, sich zu opfern, um eine Aufgabe abzuschließen. Sichern, bergen, beschützen. Für sie ist das ein Credo, das den ultimativen Preis wert ist. Und es ist unsere Pflicht, das wahrheitsgemäß und ehrlich aufzuzeichnen, damit man sich immer an sie erinnert. Ich verstehe. Okay, wie dem auch sei. Partytime. Du hast deinen ersten Auftrag reibungslos erfüllt. Wir sollten feiern. Ist der Toilettenhinweis? Benutze Toilette Nummer 2, bis der Schaden behoben wird. Ist ja geil. Klingt cool, aber ich vertrage nicht so viel. Hey, wie wär's mit einem Taco-Abend? Oder Donuts? Apropos Donuts. Keine Ahnung, was damit zu tun hat, aber egal. Ne? Zur Feier meines ersten erfolgreichen Archivauftrags haben meine Kollegen und eine kleine Party geschmissen. Sie sind mir langsam richtig ans Herz gewachsen nach einem Tag. Meine Kollegen und dieser Ort. Ich habe angefangen, das alles zu mögen. Da arbeitet Logemann. Genau so ist es. Vielleicht war es der Alkohol. Ich träumte in einer merkwürdigen Höhle gestrandet zu sein. Es war dunkel und feucht und es roch nach Verwesung. Und in den Tiefen der Dunkelheit konnte ich zu jedem Zeitpunkt 2 rote Punkte sehen, die jede meiner Bewegungen verfolgten. Was für ein seltsamer Traum. Tequila ist zu stark. Ich brauche einen Espresso, um nüchtern zu werden. Apropos Tequila, ihr erinnert euch an das Spiel, was wir da hatten, ne? Okay. Ach so, ne, hier hätten wir auch anhalten können. Die Sachen haben wir ja schon alle gelesen. Genau. Oh, wir haben Dateien. Nachtrag. Das Objekt ist ein asymmetrisches Tongefäß mit einer Höhe von 23 cm und einem Durchmesser von 28 cm. Aber lassen Sie sich nicht von dessen Erscheinen täuschen, es ist ein Organismus, eine Gebärmutter. Ja, eine Gebärmutter aus Ton. SCP-660 kann sicher in einen standardmäßigen Schließfach gelagert werden, unter der Voraussetzung, dass dessen Öffnung mit einer unbeweglichen Plexiglasscheibe bedeckt wird, die mit manipulationsgeschütztem Isolierband fixiert wird. Testprotokoll zu experimentellen Einsätzen von SCP-660 am Menschen.
Laborbericht. Hautfetzen, der vom linken Oberschenkel der Leiche von D612 abgetrennt wurde. Der Spender war vor dem Tod in jeglicher Hinsicht gesund. Probenverwendung. Gewebeprobe blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660. Ergebnis. Tägliche Gewebeentnahmen deuten darauf hin, dass die Probe lebensfähig ist. Zellproben des Gewebetransplantats werden in vitro gezüchtet und weisen eine Prädisposition für präkanzeröse und kanzeröse Wucherungen auf. Laborbericht 660b, Hautfetzen, der vom linken Oberschenkel der Leiche von 612 abgetrennt wurde. Die Gewebeprobe blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660 und wurde dann an den Torso eines Mitarbeiters der Klasse D transplantiert, welcher daraufhin Verbrennung 2. und 3. Grades erlitt. Die Anomalietestakte des Empfängers enthielt keine Informationen zu Kontraindikationen hinsichtlich SCP-660. Ergebnis: Das Gewebetransplantat erfüllt seinen Zweck ohne Komplikation, weil er verbrennt oder was. Es heilt entsprechend den üblichen Schritten der Verklebung, Serumhemmung und Revaskularisation. Allerdings führt die Verletzung der Hautbarriere wie bei ernstzunehmenden Verbrennungen üblich zu einer Infektion und schließlich zu einem tödlichen septischen Schock. Tja, Leute sterben halt, ne? Obduktionen und Untersuchungen haben ergeben, dass das Hauttransplantat, hätte der Empfänger überlebt, wieder seine vollständige histologische Struktur und Funktion zurückerlangt hätte. Namen Atalantana. Laborbericht 660c. Ein lebendes Mitglied der Spezies Mus musculus, Hausmaus. Balb C-Stamm wurde für Testzwecke beschafft. Durch die Anwendung von SCP wurde das Bewusstsein von D614 in das Exemplar eingepflanzt. D614 wurde aufgrund seiner nachgewiesenen Resistenz gegen die negativen Effekte anhaltender Isolation und Reizabstimmung ausgewählt. Okay. Das Exemplar blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660. Unerwarteterweise war SCP nicht dazu imstande, das Bewusstsein von D614 in dessen ursprünglichen Körper zurückzuführen, nachdem es aus SCP-660 entfernt wurde. Es wurde eine Rechnerschnittstelle entwickelt, um eine 2-Weg-Kommunikation mit D614 zu ermöglichen. Sobald D614 mit dieser Schnittstelle vertraut war, wurde ein Interview durchgeführt. Im Folgenden ist ein Ausschnitt davon aufgeführt. Alter, was ist das denn? Ich schätze, ich muss mich auf Ihr Wort verlassen. Wie hat sich das angefühlt? Einschnürend, streckend. Könnten Sie das bitte näher ausführen? Was glauben Sie wohl, wie es sich angefühlt hat? Selbst Mäuse müssen wachsen, sich bewegen und leben. Jede Zelle in mir war angespannt, aber ich konnte nichts tun. Ich dachte, ich würde explodieren. Der vollständige Inhalt des Interviews wurde als geheim eingestuft. Eine Autopsie offenbarte präkanzeröse Wucherungen, die sich durch den ganzen Körper der Maus erstreckten. Nachtrag. Heute wurde SCP-660-1 neutralisiert. SCP-660 existiert nicht länger in einem anderen Zustand oder Form. Es wurde von der Foundation als sicher eingestuft. Die Forschungsarbeiten an SCP-660-1 werden am Forschungsinstitut für Reliquien fortgesetzt. Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe 4660 haben Zugang zu näheren Informationen. Rechter Arm, der durch eine traumatische Amputation direkt unterhalb des Ellenbogens abgetrennt wurde. D778 wurde ernsthaft in einem Vorfall mit SCP verletzt. Die abgetrennte Gliedmaße wurde im Rahmen der Säuberungsoperation geborgen. Das Subjekt hätte eine sofortige Rekonstruktionsoperation aufgrund anderer Verletzungen einschließlich schwerer Gefäßschädigungen nicht überlebt. Die abgetrennte Gliedmaße wurde in SCP-660 mit der Absicht konserviert, die Lebensfähigkeit des Gewebes aufrechtzuerhalten. Ergebnis: rechter Arm konnte erfolgreich wieder am ursprünglichen Körper angebracht werden. Das Subjekt berichtet trotz schlechter Prognosen, die sich an den schwergradigen Gewebeavulsionen und ernsthaften Nervenschäden als Folge des ursprünglichen Unfalls orientierten, von zurückkehrenden Empfindungsvermögen in den Fingern der rechten Hand. Die Biopsie wies wenige bis keine präkanzerösen Zellwucherungen auf. Die Transplantation war ein voller vorläufiger Erfolg. D778 bleibt zur weiteren Beobachtung. Nachtrag: Versuche mit SCP-660 am Menschen wurden aufgrund des plötzlichen Todes von D778 durch ein Teratom mit bösartiger Transformation ausgesetzt. Ich war schon Zeuge von Fetus in Fetu, aber ich habe noch nie gesehen, wie ein Fötus versucht hat, während einer Autopsie meine Probe zu greifen. Bitte was? Ist als sicher eingestuft worden? Klassifizierung sicher? Ja, ist sicher. Ganz sicher. Gebärmutter aus Ton. Sauber, senden. Ey, machen wir jetzt hier Akten oder was? Vor allem, es sind so viele Texte. Anhang 143.1. Die Bäume wurden vor Ort aus Schößlingen gezüchtet, die 1905 von Elternpflanzen in der Nara-Präfektur Japan erhalten worden waren. Die Elternbäume befanden sich im Besitz einer Familie traditionalistischer Schwertschmiede, die behaupteten, von einem legendären Schwertschmied namens Amakui abzustammen. Sie bezeichneten die ursprünglichen Bäume als Yinki no Kodachi
Oder Klingenholzhaien. Die Foundation erhielt von ihnen die Techniken, um das Holz und die Blütenblätter zu schneiden und zu bearbeiten, um daraus Nutzgegenstände herzustellen. Die ursprünglichen Bäume sind noch in Japan und Besitz der Regierung und werden immer noch von derselben Familie gepflegt. Allerdings hat die Regierung die Existenz der Bäume dementiert. Und alle aus ihnen hergestellte Produkte werden im Land behalten. Anhang, bla bla, ne, ist regelmäßig 200 pro Tag mit Hilfe einer großen Sprinkleranlage zu bewässern, außer wenn es von lokalem Niederschlag gewässert wird. Es ist dem Personal nicht erlaubt, die Umzäunung ohne eine administrative Freigabe der Stufe 4 zu betreten und Mitarbeiter sind angewiesen, SCP-143 weder zu berühren, noch ohne angemessene Schutzausrüstung unter ihnen zu stehen. Es ist wichtig, dass sich niemand im Eindämmungsbereich befindet, wenn SCP-143 seine Blütenblätter abwirft. Allerdings wurde das Einsammeln der Blütenblätter nach dem Abwurf zu Testzwecken vom Projektdirektor erlaubt. Dokument 143a. Wir haben heute 3 Mitarbeiter an SCP-143 verloren. Sie waren dabei, Blütenblätter einzusammeln, die die Bäume tags zuvor abgeworfen hatten, als plötzlich eine Windböe aufkam, die sehr viele Blütenblätter von den Bäumen holte und sie durch die Gegend blies. Blieb den ganzen Tag so windig. Ich habe einen Reinigungstrupp geschickt, aber es ist immer noch ziemlich windig und diese merkwürdigen Blütenblätter fallen noch immer. Wir werden die Überbleibsel auflesen müssen, wenn der Wind in ein paar Tagen nachlässt. Was haben wir hier? Härteprüfung 5000 HB auf der Brinell-Skala. Ich habe keine Ahnung. Stabil bis zu Temperaturen von ca. 1800 Grad. Das Gewicht-Stärke-Verhältnis übertrifft sogar das von Titan und das Material ist zudem ungefähr 15% leichter als Aluminium. Beide Materialien sind dafür bekannt, sich aufgrund ihrer Eigenschaften nur schwer bearbeiten zu lassen. Aber bei hohen Temperaturen von mindestens 1500 Grad können Einzelstücke miteinander verschmolzen werden. Okay. Ja, wir machen auch ein bisschen Archivartätigkeiten hier, ne? Gehört dazu. Noch eins. Oh, muss ich das alles lesen? Aufzeichnung der ausgegebenen Objekte während Testphase 8. 800 Yen für jedes Objekt. Objekte werden alle 2 Minuten ausgegeben. SCP-261 ist an Strom angeschlossen. Die Sicherheitsbestimmungen zu SCP-261 schreiben vor, dass SCP-261 innerhalb eines Zeitraums von 20 Stunden höchstens 10-mal verwendet werden kann, wobei ein Transaktionswert der 500 japanischen Yen entspricht nicht überschritten werden darf. In Anbetracht der Dringlichkeit dieses Experiments hat sich die Foundation jedoch dazu entschieden, die Anfrage von Dr. SCP-261 häufiger einzusetzen, stattzugeben. Ich drücke mal gleich hier. Coke Zero, eine Dose Diät-Cola, Verpackung auf Englisch. Cheetos, eine tote Cheetos, ne? Verpackung auf Englisch. Black, ein Paket koffeiniertes Kaugummi, Verpackung auf Japanisch. Yan, ein einzelnes Paket Yan-Dip mit Pfirsichgeschmack. Darkside Cola, die kleine Bäckerei, 7 Getreidesorten, eine kleine Röhre von der Größe eines Schoko. Was? Ein kleiner Netzbeutel, gefüllt mit kleinen bunten Pyramiden in verschiedenen Farben, Verpackungen in einer unbekannten Sprache. Beim Versuch, sie zu essen, stellten sich die Pyramiden als sehr zäh und unangenehmer Geschmack heraus. Geschmack und Konsistenz wurden mit Kreide verglichen. Wenn man sie in kochendes Wasser gibt, öffnen sich die Pyramiden und produzieren Fäden. Ich habe keine Ahnung. Eine Schachtel aus Aluminium. Eine lange Dose aus Aluminium, Verpackung in einer unbekannten Sprache. Wird die Dose geöffnet, findet eine chemische Reaktion mit der Flüssigkeit in ihrem Innern statt. Die Flüssigkeit war wahrscheinlich nicht für die Bedingung einer Sauerstoffatmosphäre gedacht und verursachte eine heftige Explosion. Mehrere Wissenschaftler wurden schwer verletzt, 2 starben, Tests abgebrochen. Anlage wurde gereinigt. Einige Tage lang roch die Testanlage nach Zitronen. Schlussfolgerung von Doktor, es war entweder Essen oder Trinken, sonst nichts. Eine Katastrophe. Wir sind hier fertig. Keine Aufgaben. Wuhu. So, es ist kurz vor 4. Bin fast soweit. Gent, willst du nicht mitkommen? Nee. Ist nicht mein Ding. Was redest du da? Leute, habt ihr nicht jemand vergessen? Ach komm, hier, und redest du da? So. Hey Karl. Wir werden an der monatlichen Vorlesung teilnehmen. Was? Monatliche Vorlesung? Jeden Monat lädt die Foundation eine berühmte Person dazu ein, eine Vorlesung zu halten, um Wissen und Erkenntnisse hinsichtlich SCPs mit uns zu teilen. Für die Vorlesung in diesem Monat wurde Dr. Trevor eingeladen. Er genießt innerhalb der Foundation hohes Ansehen. Interessant, bin dabei. Ich werde den Link zur monatlichen Vorlesung schicken. Einen Moment. Okay, hier draufklicken. Ich habe jetzt 2 Links gekriegt. Antimetik vor Einstieg bis Amnesie. Wie von Mehrzweck-Vorlesungshalle. Okay. Aber ich glaube, ich muss hier klicken. Ich klicke mal hier. Okay. So.
Und Zündung. There are many stories in this world. Some are read widely all over the world. Das ist die Foundation Some für Recht are und hidden in Verfassung. dust and known only by a handful of people. Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. A real story of mystery and wonder and adventure. And then you too will become the guardian of this story. The story takes place in a world of long ago. The hero of our story is a little boy. His name is Daniel. One day, out of nowhere, Daniel got a serious case of chickenpox. It made him look like a strawberry. To make sure he didn't spread it to others, Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. And so, in the attic he lived, all on his own. Mr. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice your penny Oh, nicht die whistle. Flöte. I Bitte. hope you'll practice well and prepare for next month's art festival. But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You don't give up before you fight. Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And so he practiced the penny whistle. Oh Gott, bitte nicht. Oh nee, du. Sollte ein Horrorspiel sein. Ja, das Spiel gewechselt. Suddenly, he heard some strange noises in the corner of the attic. Oh oh. Huh? Who's there? Daniel decided to go over and take a look. Klick. Ach, guck mal. Ist das geil. Ja, aber ich hab's gemeistert. Sieht das cool aus? Gefällt das. Ich kann nicht springen. Oh, guck mal. Puh-Bär. Was ist das hier? Was ist das? It was a mousetrap, Oh, and there was a red origami paper dragon inside of it. Daniel carefully removed it. It was marvelous and beautiful. The only problem was part of its wing was damaged. oh. But Daniel found a way to repair it. Und danach brannte der Drache alles nieder, wa? Mm-mm. 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 Daniel held the repaired paper dragon high up in the air, imagining that it soared over all the world below. He played and played with the paper dragon. Und hat nicht geübt. Whee! Hui. Woo! Dragon! Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open.
Could it be? Or is this all just a dream? The next day, with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Ich habe auch so ein altes Radio. Our town is located in the plains, where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault zones around us, they are all inactive. Ich glaube auch. A scrunched-up ball of paper rolled over to his feet. Wo kommt das her? Where did this paper ball come from? Frage ich mich Just as auch. Daniel went to pick it up, the ball suddenly came to life, and it rolled away. Nein. Daniel chased after it. Oh, Entschuldigung. Wo ist die Cooler? Da. Aber es sieht schon cool aus. Hi. Kann man die ducken? Nein. Bleib da stehen, Cooler. Ich hab dich gleich. Ha. Ich hab dich fast gehabt, Mann. Ha. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. Oh. Before his very eyes, the paper ball began to grow, bigger and bigger. Jetzt At ist das that kaputt. moment, a red figure suddenly appeared. The red figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Daniel studied the red figure carefully. Der hat uns gerettet, der Drache. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. I wasn't dreaming. Thank you for saving me. Hab ja Daniel auch was nix. grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid Wegen der and backed Flöte. away. Wegen der Flöte. Just then, Daniel had an idea. Oh, bitte nicht. He took out his penny whistle and slowly played a tune. Nein. The paper dragon enjoyed the sound very much. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. Soon the two were playing and dancing, just like old friends. The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. Da war es ein Stück Papier. My cherished friend, after many long years, we finally meet again. Okay. Tell me, how has your family been? A great thank you for playing that music for me. You know how I love the beautiful rhythm of that instrument. But we ought to take precautions, as the room is not stable.
Do you still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. The piece of paper then changed back into the shape of a paper dragon and flew into the cardboard box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Okay. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Kleinen Moment mal. Boop. Yeah, Benjamin Blümchen. Here be dragons. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. Gestatten, Drache, das ist Paul. Paul, wer ist schon Paul? Na klar, That Benjamin. cat's name is Mrs. Carter. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. That's Duke, Mrs. Jessica's pet. Ah, He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. Only smoked sausages for his taste. And now, we are friends too. My name is Daniel. What's your name? Dragon. The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep Flöti. practicing to make it sound better. Und nicht noch mehr üben. Üben ist doof. Daniel and Penny then played baseball together in the attic. Let's play cat. Hä? Ich hab sie noch nicht mal geworfen. Haha! But just as they were in the middle of enjoying themselves, Uh-oh. a violent shaking suddenly rose from the ground. The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. Ich denke, es gab keins, weil At es this Flachland moment, ist. the box suddenly shot open, Nein, and nicht die thick Kiste. clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle day in and day out. Oh. Ach doch nicht. 20 Jahre sind vergangen und er sitzt immer noch oben. Und erholt As sich the von der days Krankheit. went by, Daniel's playing became smoother. Was hat der Scharlach? Nee, was hat er gekriegt? Der ist doch gar nicht krank. One day, the box suddenly began to move. Oh oh. Und Flöti ist tot. Huh? Hm? 1, 2, Ping-Pong. 3, 4. This time there were 4 paper dragons. Das war die Mutter. They weren't alone. Enemies Oh. began to jump out of the box too.
that small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. This time, the paper balls used new tactics. They clumped together into a single monstrous ball of paper. It began to shoot strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. As they were hit, the paper dragons fell from the air, one after the other. Oh nein. Seeing the injured paper dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Just then, one of the paper dragons painfully started to fly and gathered the remainder of its power. Bei der Macht von Grayskull. The paper dragon transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. And then came another paper dragon. The monstrous paper ball was blasted to bits, exploding into smaller paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of paper, and a silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the attic. Das ist eindeutig ein Fiebertraum. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor, badly wounded. He rushed to grab some stickers and treated them at once. Okay, wir behandeln sie wieder, pass auf. Nein, armer Kleiner. Oh. Langsam glätten Sticker draufkleben. Yeah, du bist wieder frei. Yeah, du bist wieder frei. Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. The 2 wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like 2 colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. The dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Pass auf, wir haben das Erdbeben erflötet hier. Der Flötenschlumpf fängt an. Otto hat einen kleinen Lal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 a. Ja, ja. Die Musik ist schön, ja. In the sweet melody of his playing, Oh. Daniel felt himself enter into the world of dragons. Nein. Es ist ein Fiebertraum von den Windpocken. Okay, es sind keine Papierdrachen mehr und jetzt werden wir verbrannt und gefressen.
Oh. The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel. Endlich bist to du hier tell und wir their können dich story. fressen. Achtung. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. We are prepared to launch the final defense. Oh ja. Then we will have to destroy your room, for it is the last remaining entryway into your world. Please believe this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. Okay. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons Er had ist ja noch meant, klein und jung. but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. Weil sie imaginär sind. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. Maybe it was time to leave and move on. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! All townspeople, please leave your houses immediately and move to safe open spaces! Just then, countless paper dragons shot from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack, spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag and did his best to heal the injured paper dragons. Oh. Nein, die sterben. Ihr dürft nicht sterben. Hier ist keiner mehr. Hilfe. Ich versuche... Da, wieder. Ich probiere alles, was ich kann. Nein! The paper balls swarmed together and pushed Daniel away, subduing him firmly in the corner. He couldn't move. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. The earthquake is growing stronger, now with a magnitude of 7.1! Heaven almighty, are we doomed? The giant unleashed its power Wir maniacally. müssen flöten. The paper dragons struggled against it, with no means of fighting back. Flöten. At this critical moment, two paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons, but soon he found that things would probably not be so simple. The giant's figure could still be seen in the thick smoke,
looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect, and the giant had only grown stronger. It fought back with a new ferocity. The paper dragons were simply no match for it. The earthquake is growing stronger still! The greatest disaster this town has seen in over 100 years! My heavens! Will this nightmare ever end? With the paper dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. It was Penny. Es war Flöti. It flew gently in front of Daniel and affectionately rubbed its head against his fingers, as if this whole crisis had never happened. Daniel felt like Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand Du wirst what. sterben, das würde er sagen. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They flew through the air, all together in unison, responding to the call without an ounce of hesitation. At that moment, Penny turned into a great red beam and rushed fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. At that moment, Flirty. Daniel seemed to see a real dragon flying. No! A huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel wanted to collect all of the pieces. He thought he could still fix them. Na, Hauptsache es schnappert. Goodbye, my friend. Flöti. The nightmare is over. The earthquake has stopped. With God's mercy, our town is safe. We thank you, Lord, for your protection. A few days later, the art festival was held as scheduled. Daniel attended the show with his penny whistle. ASDF Leertaste. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly With Me. Das ist jetzt alles Papierdrachen, oder? Ich hab geübt. Oh oh. Ach, wir erinnern uns.
Ach, das waren so schöne Zeiten, als wir Windpocken hatten. Rhythmusmeister. Ha! Was? Wer spielt Minecraft? Achso, wegen dem Plupp, 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 Plupp. Und nur weil wir Flöte gespielt haben, haben wir die Welt gerettet. And that's how the story ends. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in the world? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, just like they promised they would, forever, into eternity. Oh.